Hallo, hier ist Sarah von Juno und ich begrüße euch zu unserem Infovideo über die Juno-Wohnprojekte für Alleinerziehende in Wien. Ich habe wieder eine Bildschirmpräsentation für euch vorbereitet, die werde ich jetzt mit euch teilen, dass wir gemeinsam die wichtigsten Informationen durchgehen können, die es über unsere Wohnprojekte für Alleinerziehende zu erzählen gibt. Wir starten mit den allgemeinen Infos. Unsere Wohnprojekte sind Kooperationen mit gemeinnützigen Bauträgern in Wien. Genossenschaften werden die gemeinnützigen Bauträger auch genannt. Und die bauen geförderte Wohnungen mit unbefristetem Hauptmietvertrag. Das heißt, die Wohnungen, die ihr in unseren Wohnprojekten bekommen könnt, das sind alles geförderte Wohnungen mit einem unbefristeten Hauptmietvertrag. Es ist jetzt nicht so, dass unsere Wohnprojekte Häuser sind, die komplett an Alleinerziehende vergeben werden, sondern es ist so, dass innerhalb von einem Wohnhaus ein bestimmtes Kontingent an Wohnungen für Juno reserviert ist, das dann über Juno an Alleinerziehende vergeben wird. Alle unsere Wohnprojekte sind Neubauprojekte, das heißt, es ist Erstbezug und im geförderten Erstbezug ist keine Küche in der Wohnung. Wenn ihr einzieht, müsst ihr euch also selber um eine Küche kümmern, ihr müsst sie organisieren und bezahlen. Je nachdem, wie lange ihr aber in der Wohnung wohnt, wann ihr wieder auszieht, könnt ihr euch noch einen Teil von der Küche ablösen lassen. Das heißt, euch von eurem Nachmieter oder eurer Nachmieterin das Geld zu einem Teil zurückholen. In diesen Häusern gibt es einen hohen Standard, was es noch so an Gemeinschaftsräumen und Allgemeinflächen gibt. Das kennt man aus den normalen Altbauhäusern eigentlich gar nicht. Es gibt zum Beispiel Gemeinschaftsräume wie eine Gemeinschaftsküche, Kinderspielräume, gemeinsame Dachgärten. Dann gibt es Allgemeinflächen wie Kinderwagenabstellräume, Fahrradabstellräume, Waschküchen, Kellerabteile. Also ihr bewegt euch hier in einem Haus, was wirklich sehr viel bietet und eure eigene Wohnung auch entlastet. Ihr könnt viel auslagern aus eurer Wohnung, was dann in anderen Räumen im Haus stattfindet. Auch um das Haus rum gibt es einen hohen Standard. Die Infrastruktur ist sehr gut. Bei fast allen von unseren Wohnprojekten ist es nämlich so, dass sie in Stadtentwicklungsgebieten sind. Da wird auf einer Fläche viel neu gebaut, aber auch viel vorher darüber nachgedacht, was wie wo neu gebaut wird. Das heißt, ihr habt in den neuen Stadtentwicklungsgebieten, habt ihr öffentliche Infrastruktur, habt ihr Nahversorger, habt ihr Kinderbetreuungsplätze, habt ihr Schulen, öffentliche Verkehrsmittel sowieso. Und ihr könnt euch hier in einem sehr guten Umfeld bewegen. Nicht alle von unseren Wohnprojekten sind in Stadtentwicklungsgebieten. Das ist auch ein bisschen Geschmacksfrage, was man gerne will und in was für einem Umfeld man leben will. Ihr findet auf unserer Homepage zu jedem Wohnprojekt Informationen darüber, wo es ist und was für Infrastruktur es dort in der Nähe gibt. Die Grundidee von unseren Wohnprojekten ist leistbares Wohnen für Alleinerziehende in Wien und gemeinschaftliches Wohnen für Alleinerziehende in Wien. Leistbar heißt, es sind geförderte Wohnungen aus dem sehr günstigen Segment, das heißt Quadratmetermieten von 7,50 € bis ungefähr 9 €. Die Finanzierungsanteile, die ja bei Genossenschaftswohnungen auch zu zahlen sind, die sind auch überwiegend sehr günstig, zwischen 60 und 90 € pro Quadratmeter. Den Finanzierungsanteil, den kriegt ihr minus 1% pro Jahr wieder zurück, wenn ihr auszieht aus der Wohnung. Es funktioniert ein bisschen wie eine Kaution. Es gibt einzelne Ausreißer nach oben bei unseren Wohnprojekten. Das sind einzelne Wohnungen in Projekten, wo es sich nicht ausgegangen ist, dass alle Wohnungen wirklich so günstig sind, aber es ist die Ausnahme zum Glück. Es gibt allgemeine Voraussetzungen für die Zugänglichkeit zu den Wohnprojekten. Und zwar ist es allen voran mal der Hauptwohnsitz in Wien. Es ist ja der Wiener geförderte Wohnbau. Drum ist natürlich der Hauptwohnsitz in Wien Voraussetzung. Zusätzliche Voraussetzung ist ein Mindesteinkommen, das man nachweisen kann, von mindestens 2,5 Mal die Monatsmiete von der Wohnung, in die man einziehen will. Manche Genossenschaften würden gerne 3 Mal die Monatsmiete sehen, die meisten aber 2,5 Mal. Einkommen heißt hier alles, was ihr habt an Lohneinkommen, Alimenten, Kinderbetreuungsgeld, Mindestsicherung, Pflegegeld, also alles, was auf euer Konto eingeht, außer die Familienbeihilfe, die wird hier nicht dazu gerechnet. Bei der Staatsbürgerschaft gibt es auch Einschränkungen bzw. Voraussetzungen. Und zwar ist die Voraussetzung eine österreichische Staatsbürgerschaft
oder EU-EWR-Staatsbürgerschaft oder dieser gleichgestellt. Das heißt, entweder anerkannter Flüchtlingsstatus oder bei Drittstaatenangehörigen der Daueraufenthaltstitel. Dass Wohnungen für Alleinerziehende sind in Wohnprojekten für Alleinerziehende, ist natürlich eine Voraussetzung auch, dass ihr alleinerziehend seid und ihr zieht alleine mit euren Kindern in eure neue Wohnung ein. Wir nennen das Wohnalleinerziehend. Da geht es nicht darum, ob ihr in ein paar Jahren wieder jemanden kennenlernt. Das ist natürlich überhaupt kein Problem, sondern es geht darum, dass ihr für euch und eure Kinder eine leistbare Wohnung findet, in der nur ihr in dem Mietvertrag steht und in die ihr mit euren Kindern alleine einzieht. Es gibt auch noch die Juno-Wohnmitgliedschaft zum Abschließen. Das ist auch eine Voraussetzung. Das ermöglicht uns, dass wir weiterarbeiten können, dass wir weiterhin für euch da sein können, wenn ihr Unterstützung braucht, wenn ihr Fragen habt, dass wir neue Wohnprojekte für Alleinerziehende entwickeln können. Das ist im Interesse aller, denke ich. Ja, wie funktioniert es jetzt, wenn ihr Interesse habt an einem Wohnprojekt von Juno? Der erste Schritt ist, ihr kommt zu einem von unseren Info-Workshops über Juno-Wohnprojekte. Dort informieren wir euch über die Projekte. Es hängen auch Grundrisse an den Wänden. Ihr könnt Fragen stellen. Wir schauen uns mit euch gemeinsam eure Voraussetzungen an, erklären euch, was ihr noch beantragen könnt, zumindest zum Beispiel, was das Mindesteinkommen angeht oder den Finanzierungsanteil. Und am Ende füllt ihr das Datenblatt aus, mit dem ihr euch unverbindlich für die Wohnprojekte anmeldet. In Ausnahmezuständen, so wie zurzeit, zu denen wir keine persönlichen Workshops stattfinden lassen können, könnt ihr euch auch online anmelden. Wir haben eine digitale Schiene entwickelt, von dem ist dieses Infovideo ein Teil. Und direkt neben diesem Infovideo auf unserer Homepage findet ihr eben jenes Datenblatt, von dem ich gerade erzählt habe. Das könnt ihr euch dort runterladen, am PC zu Hause ausfüllen und uns per E-Mail schicken. Damit seid ihr unverbindlich für eins von unseren Wohnprojekten angemeldet. Dann der zweite Schritt, da wird es spannend, wenn die Wohnungsvergabe startet. Wir melden uns bei euch, wenn es soweit ist. Wenn ein Projekt von uns in die Wohnungsvergabe geht und die Mietverträge fertig sind, dann schauen wir nach, wer alles möchte in diesen Bezirk ziehen, möchte in dieses Wohnprojekt ziehen und wir melden uns bei euch. Wenn wir uns bei euch melden, dann geht es darum, dass ihr euch eine Wohnung aussucht, wie viele Zimmer, wie viel Miete könnt ihr bezahlen, habt ihr alle Unterlagen beieinander und wenn alles zusammenpasst, das heißt, ihr habt eine Wohnung gefunden, die frei ist, in die ihr ziehen möchtet, für die ihr auch die Voraussetzungen erfüllt, dann schicken wir eure Dokumente zusammen mit einer Zuweisung für die Topnummer an den Bauträger. Der schaut sich das nochmal alles an und meldet sich dann bei euch, um einen Termin auszumachen mit euch für die Mietvertragsunterzeichnung. Zu dem Zeitpunkt wird auch die Wohnmitgliedschaft bei Juno notwendig. Der dritte Schritt ist dann die Unterzeichnung vom Mietvertrag direkt beim Bauträger. Ihr macht euch eben einen Termin mit dem aus, ihr fahrt dann zu dem, unterzeichnet den Mietvertrag und zu dem Zeitpunkt muss dann eben auch der Finanzierungsbeitrag bezahlt werden. Der Bauträger informiert euch aber da über die Details, auf welches Konto, bis wann genau, ob es Stundungsmöglichkeiten gibt. Das ist auch manchmal der Fall, wenn ihr nicht den ganzen Anteil auf einmal bezahlen könnt. Das ist aber von Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich, was da möglich ist. Juno bleibt auf jeden Fall immer für euch als Ansprechpartnerin da, vor der Besiedelung, nach der Besiedelung. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Unterstützung braucht, dann wendet euch auf jeden Fall an uns. Ihr könnt euch auf unserer Homepage unter www.alleinerziehen-juno.at informieren über unsere Wohnprojekte. Da stehen zu jedem Wohnprojekt Informationen, was, wie, wo. Ich würde euch auch empfehlen, dass ihr euch für unseren Newsletter registriert. Das geht auf der Startseite von unserer Homepage. Da bleibt ihr auf dem Laufenden über unsere Wohnprojekte und was wir sonst noch so machen bei Juno. Tschüss.